Moensch. Grüß euch miteinander und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid in der Sendung «Eifach Moensch». Am 16. August 1977 ist die Welt auf einen Schlag stillgestanden. Dann ist nämlich die Meldung herausgekommen, er ist tot. Der King of Rock'n'Roll, der Elvis Presley. Es gibt aber Stimmen, die immer noch behaupten, er sei gar nicht tot. Und genau so eine Stimme ist bis zu uns hergekommen und hat gesagt, der lebt hier in Melikon. Und genau bei dem Haus, wo er leben sollte, genau da sind wir. Und wir gehen schauen, ob er wirklich noch lebt. Jetzt habe ich eigentlich den Elvis erwartet. Ich bin Monika, die Frau von Nigel. Super, wir sind heute zu Gast hier beim Elvis oder beim Nigel. Er heisst ja glaube ich auch noch Elvis, oder? Ist er daheim? Er ist daheim, ich rufe ihn gerade. Moment schnell. Sehr gerne. Oh my God, what is this? Das muss er sein. Surprise. Nigel Elvis Kingsley. Michael Jackson. Michael Jackson. Das klären wir miteinander. Ich freue mich, dass wir heute euch Hey, cool, come on in, guys. Danke Welcome, vielmals. aloha. Super, Nigel, dass wir hier sind. Also, mich freut es extrem und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen wie der Elvis in diesem Alter. Das ist grossartig, oder? Du lebst so, wie der gelebt hat, oder wie... Es gibt ja Leute, die sagen, er lebt immer noch. Ich weiss es nicht. Schauen wir ja noch. You speak English? No, sorry. Oh, come on. I No, know you sorry. speak English. Maybe a little bit. Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? Berndeutsch? Berndeutsch? Ja. Nicht schlecht. Super, kommen wir mal ins Berndeutsch. Nigel, ich bin glaube noch fast bei niemandem gewesen, wo ich so viele Fragen habe, wie bei dir. Also du brauchst ein bisschen Zeit. Wirklich? Hast du die? Wir machen Zeit. Gut, also meine erste Frage ist, ich habe gesehen, draussen auf dem Leute steht Nigel Elvis Kingsley. Alright. Und Elvis hast du noch reingeschmuggelt, gell? Er ist reingeschmuggelt. Das ist nicht richtig, dein Name. in mein Pass rein. Ehrenwort. Ehrenwort. Hand aufs Herz. Ich lüge, ich sterbe. Gut, also, da gehen wir dann noch ein bisschen mehr drauf ein. Also du bist ja bekannt, das muss man vielleicht sagen für die dich noch nicht so kennen, du bist ja bekannt als Elvis-Imitator, ich weiss nicht, kann man das sagen, Elvis-Imitator? Ja, Imitator ist für mich ein bisschen negativ. Eine Ehrung an Elvis ist das, was ich mache. Okay. Ich schaue, dass Elvis lebt. Okay, also, das Mehr schauen wir als noch. Ehrung. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber man darf ja sagen, du bist Nummer 1 in Europa. Gewesen, oder Sie, immer noch in gewesen, 95. Genau. Und in der Weltklasse-Liste bist du unter den Top 10 gewesen. Also wahnsinnig, das ist ja ein Wahnsinns-Erst einmal. Ja, oder? Kann man damals. sagen. Und das bringt mich auf meine erste Frage. Nigel, wann ist dir dein eigenes Leben dermassen verleidet, dass du gesagt hast, ich will gar nicht der Nigel sein, ich will viel lieber der Elvis Presley sein? Das bin ich noch nie gewesen. Ich war immer der Nigel, bin immer der Nigel, immer noch. Aber gleichzeitig, Gott hat mir es gemacht, dass es eine gleichzeitige Sache ist bei mir. Elvis und Nigel, daher Nigel Elvis Kingsley. Aber es ist ja wie fließend, der Übergang. Das oder? ist richtig, genau. Wann hat das stattgefunden? Ich will wissen, wer du bist überhaupt. Also mit 15 in der Schule haben wir all die Singstunden und so weiter gehabt. Wir haben immer Elvis gesungen und Elvis Gospel gesungen. Und so ist es in die Wiege geleitet worden, damals schon. Nigel, man hört ja, dass du wahrscheinlich jetzt nicht wirklich ein Berner bist, oder? Das drückt für mich mindestens so ein bisschen durch. Wo bist du geboren? Berner? Soll ich dir mal schnell etwas zeigen? Ja, warte mach mal das. schnell. Meine Wurzeln sind schon hawaiianisch, von meiner Mutterseite. Aber soll ich dich jetzt ein bisschen überraschen und schockieren? Ja, also, ja. Wäre nicht schlecht, oder? Das ist super. Kannst du brauchen. Unbedingt. Was steht da von Heimatort? Heim Adelboden Bern. Das glaubt mir ja niemand. Jetzt habe ich dich verwünscht. Adelboden Bern. Wirklich? Ja, was steht da drauf? Ja, ich sehe es schon. Kann man das noch draufdrucken? Oder ist das Ja. irgendwie wirklich... Was sind denn deine... Aber du hast gesagt, Wurzel ist Hawaii, oder? Ja. Aber Adelboden Bern, Durch das musst du uns Heirat erzählen. und all das Zeug. Okay. Ich meine, muss man fast den Heimatort von dort nehmen. Ja. Genau. Wie bist du aufgewachsen in diesem Moment? Adelboden, also Bezug auf Adelboden gibt es ja offensichtlich. Ja, Aber das ist nur durch Heirat. Aber ich bin eigentlich mit 21, 22 in die Schweiz gekommen. Und damals habe ich nur Englisch können. Wahnsinn. Und dann, ja.
Aber die hätte ich nicht auf Adelboden raufgezügelt, oder? Von Amerika, von Hawaii. Nein. Nicht, oder? Schon auf Zürich zuerst und dann Aargau. Okay. In Aargau bin ich etwa 34 Jahre schon. In Zurzebiet. Mhm. Genau. Wahnsinnig. Aber dein Leben, das kann man glaube ich schon sagen, oder? Es ist, wenn man hier zum Haus zu suchen kommt, wenn man reinkommt, wenn man hier innen ist, es ist Elvis Presley. Dein Leben ist Elvis Presley. Und irgendwo muss es doch so einen Moment geben in deinem Leben, wo du hast gesagt, dort auf diesen Spuren, wo ich weitergehe, das ist ein Teil von meinem Leben. Ich meine, du hast sogar Aloha auf deinem Arm tätowiert. Also, es gibt ja Leute, die behaupten, der Elvis lebt noch. Und ich habe jetzt fast ein bisschen den Eindruck, das hat Melika versteckt. Die hat auch versteckt dort, oder? Ja. Ein bisschen Witz muss sein, ein bisschen Spass muss sein. Ich habe einfach einen Auftrag von Gott bekommen. Das ist einfach mein Lebensauftrag. Wenn er mir das Aussehen gibt und der Stimme und Aussehen beides gibt, das ist der Grund, dass ich das auch mache. Und das Schönste im Ganzen, das ist verbunden mit Gottes Natur und den guten Nachrichten von Gott. Du redest jetzt relativ viel von Gott. Bist du auch ein gläubiger Ich bin Mensch? Gläubiger, jawohl, genau. Und für mich ist wichtig, dass die Leute echte Freude kennenlernen und echte Freude und sinnvolles Leben leben. Auch mit vegan sein. Ist das Thema. Bist du Veganer? Ich bin Veganer, genau, seit ein paar Jahren schon. Und es hat auch meine Gesundheit sehr gut getan. Also alles mit Natur zu tun und Naturtalent, Naturleben, gesund leben, alles ist mein Leben, nebst dem Elvis. Nigel, jetzt hast du mir aber meine Frage immer noch nicht ganz beantwortet. Was ist denn, welcher Moment in deinem Leben ist der, wo du hast gesagt, doch, ich will auf den Spuren von Elvis Das war mit 15 in der Schule. Die haben damals schon Elvis als Erstnamen gebraucht, nicht nur Nigel. Und dann, ich laufe heute noch mit Nigel, der Name als erster Name. Und damals habe ich schon Elvis gesungen. Elvis Gospel war mir wichtig. Und seither mache ich das mit Elvis und finde es eine schöne Sache. Weil auch wenn er gestorben ist, wir schauen, das ist eine Aufgabe von mir, dass wir schauen, dass Elvis immer noch am Leben ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt ja Leute, die sagen, er ist gar nicht gestorben. Du sagst wahrscheinlich etwas anderes, gehe ich jetzt mal davon aus. Sich in Amerika. Ist das so? Nein, das ist nicht. Ist er gestorben oder ist er nicht gestorben? Er ist garantiert gestorben. Ja. Wir kennen J.D. Sumner, der Mann mit der tiefsten Stimme der Welt, der für Elvis Presley Bass gesungen hat. Der war zuständig für Elvis Presleys Beerdigung. Wir kennen ihn seitdem, dass ich 20 bin vielleicht. Und der war zuständig und der hat mit uns stundenlang diskutiert über alle Details von der Beerdigung und die Wahrheiten über Elvis Presley. Was mich jetzt auch noch so ein bisschen irritiert, du hast ganz dunkle Brillen an. Also ich sehe dich gar nicht. Du hast uns schon so in Empfang genommen. Ja, gehört das einfach zu dir, ich sage jetzt mal fast ein bisschen wie eine Maske als Elvis Presley? Oder? Ja, aber du bist auch schwarz angelegt. Ich bin immer schwarz. Du hast alles schwarz? Ich bin immer schwarz angelegt. Das ist so, ja. Nein, das ist so. Vor 1,5 Jahren hatte ich einen tragischen Unfall. Ich hatte einen Unfall in Ägypten nach meiner Show. Ich bin in einen riesigen Sandsturm reingekommen. Und seither, nachdem bin ich 5 Monate lang blind gewesen. Voll blind. Ich war 5 Monate lang daheim, Tag und Nacht. Und in dieser Zeit habe ich 14 Lieder komponiert für meine neue CD, wo ich noch dran bin. Es hat alles verzögert, zum rauskommen mit dem Ganzen. Aber das ist der Grund. Ich meine, ich kann schon meine Brille abziehen, aber es ist echt mega hell und warm mit eurem Licht. Ja, ich kann schon ohne sein. Es ist einfach ein kleiner Schutz und ein bisschen bequemer ohne. Aber jetzt hast du wieder das volle Augenlicht zurück. Ja, Gott sei Dank. Da habe ich 80% in der Zwischenzeit bekommen. Das ist zwischen 30 und 50%, je nachdem. Ja.
Jetzt hast du vorhin gesagt, du hast in dieser Zeit, in diesen 5 Monaten, wo du mehr oder weniger blind bist, hast neue Songs geschrieben. Ist das eine andere Erfahrung, blind, oder ich sage jetzt mal fast blind wahrscheinlich, Songs zu schreiben, als wenn man sieht? Es ist eigentlich schon eine verrückte Zeit. So viele Leute, auch ich, stehen auf am Morgen. Es ist selbstverständlich, dass man lebt, dass man schnauft, dass man sieht, dass man alles macht. Dabei ist es wirklich nur Gnade Gottes, dass wir alles dürfen machen, was wir überhaupt machen. Und in dieser Zeit, wo ich 5 Monate lang blind war, habe ich gewusst, dass ich jemals wieder mal sehen würde oder nicht. Und dann habe ich mich langsam daran gewöhnt. Und dann ist aber das Augenlicht zurückgekommen. Das war wahrscheinlich ein riesiger Moment für dich, gehe ich mal davon aus, oder? Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ja relativ streng, stark gläubig, oder? Ist das für dich ein Zeichen gewesen, weil du sagst, es ist alles irgendwie Gott gegeben, dass du Ähnlichkeit hast oder für viele Leute wahrscheinlich genau gleich aussiehst wie der Elvis. Ist das Schicksal etwas, das du annehmen konntest, wo du hast gesagt, das ist jetzt so? Du hast gesagt, vielleicht bleibe ich blind, oder? Ich habe mich schon fast ein bisschen daran gewöhnt. Oder ist das ein Moment, wo du gehadert, wo du hast gesagt, also, Ja, das ist eine Erfahrung, eine Selbsterfahrung, oder? Was man macht. Man fragt sich, warum und wieso. Und das Einzige, was ich gelernt habe, nicht das Einzige, die vielen Lektionen, die ich gelernt habe, ist erstens mal dankbar sein für alles. Nichts Selbstverständliches. Kein Mensch in deinen Beziehungen, keine Situation darfst du selbstverständlich anschauen. Dankbar sein und das Beste daraus machen. Weil man kann fast in jeder Situation das Beste daraus nehmen und den Standpunkt nehmen und fokussieren auf vorwärts. Und was war, ist war. Das hat man können, loslassen und vorwärts schauen. Und das ist meine Situation jetzt. Ich bin so dankbar, dass ich wieder sehe. Ich darf wieder Auto fahren. Ja. Thank God. Ja. Ist eigentlich ein Wahnsinnsspagat, den du machst. Oder? Wenn ich mir jetzt das überlege, auf der einen Seite bist du auf dieser Schaubühne, du bist in diesem Reichtum, in diesem Promi-Status. Und auf der anderen Seite gibt es aber den Nigel, den Mensch, der so sagt, dankbar sein, Freude machen. Ja. Wie meisterst du diesen Spagat? Es ist so, als Waisenkind oder Kind ohne eigene Mutter und Vater aufgewachsen bin, ich war immer angewiesen auf eine ganz spezielle Stärke und Energie, die ich Gott nenne. Und der hat mir immer meinen Weg zugewiesen. Und zurück zu meinen Elvis-Auftritten hier und trotzdem meine Auftritte gemacht. Monika, meine Frau, hat mich einfach geführt zu dem Mikrofonstand. Und ich hatte die dunklen Brillen an. Die Leute haben nicht gewusst, ob ich blind oder nicht blind bin. Und die haben das gehabt und meine Show gemacht. Und am Ende der Show sind Leute zu mir gefragt, warum ich die Brillen anhabe. Dann habe ich das erklärt und dann ist natürlich eine ganz andere Geschichte rausgekommen. Die wahre Geschichte, warum das ist da mit diesen Brillen. Aber eben, das Zeug sollte eigentlich die nicht kaputt machen. Die sollen die fast verstärken. Es gibt einen Spruch, was die nicht umbringt, macht die stark. Right. So, das musst du eigentlich fast im Anspruch nehmen, diesen Spruch. Und vorwärts schauen und kämpfen, weiterzuleben. Jetzt höre ich, du bist ja, ich habe vorhin gesagt, Imitator. Du sagst, nein, es ist eigentlich nicht Imitator von Elvis Presley. Ich bin mehr eigentlich der die Botschaft weiterträgt oder wo die Haltung weiterträgt von einem Elvis. Gibt es denn nicht Momente im Leben, wo du sagst, ich habe so die Schnauze voll und ich will nichts mehr mit dem Elvis Presley zu tun haben. Jetzt bin ich richtig der Nigel und ich will nichts mehr mit dem Elvis verglichen werden. Er ist ja gestorben und irgendwann hört euch das auf. Gibt es so Momente? Eigentlich nicht. Vielleicht in meinem Privatleben, wo ich einmal ein paar sehr gute Freunde verloren habe. Höchstens einmal dort. Aber ich denke, wir müssen einfach vorwärts schauen und
was passiert ist, ist passiert und vorwärts schauen, fokussieren nach vorne und trotzdem weitermachen und trotzdem positiv sein, trotzdem nett sein, trotzdem lieb sein zu den Leuten, die weniger gut sind zu dir. Und wir müssen ja können Fußstapfen hinterlassen. Ich habe 3 Kinder, Marvin, Melody und Elvin, und die müssen auch können aufschauen zu ihrem Vater. Und eines Tages vielleicht würde ich auch sagen oder sich fragen, was hat mein Vater gemacht in so einer Situation? Für etwas haben wir die Verantwortung mit Kind da. Wenn wir jetzt deine Kinder fragen würden, wer ist euer Vater, würden sie sagen, ist der Elvis Presley? Oder er läuft in den Fußspuren von Elvis Presley? Oder was würden deine Kinder sagen? Ich würde schon sagen, Nigel Kingsley von Melika, und ich bin ein ganz normaler Eifach Moensch. Eifach Moensch, das passt so gut in unsere Sendung. Super schön. Was ich vorhin auch noch gehört habe, du hast gesagt, oder vielleicht so im Privatleben, also da gibt es gleich einen Unterschied für dich, Privatleben oder eben das Leben als Elvis Presley-Imitator oder der das weiterträgt. Es gibt einen Unterschied in diesem Fall schon. Es gibt privat, wobei, wenn ich hier in deinem Haus herumschaue, habe ich das Gefühl, es gibt gar kein Privat. Das ist alles irgendwie auf Elvis ausgerichtet. Gibt es denn den gleich, den Nigel? Ist alles auf Nigel Elvis gerichtet. Das heisst, die schöne Mischung, die du vorher erzählt hast, schön, die ineinander fließt, vom Anfang an bis zum Schluss. Die Leute, die mich am besten kennen, die sind die Leute, die mich am meisten, also lang kennen. Und die wissen, dass es im Prinzip, obwohl wenn ich so aussehe jeden Tag sehe ich so aus. Es ist nicht nur für meine Shows. Ich stehe auf am Morgen, sehe ich wirklich so aus. Und das ist ein langfristiges Aussehen, langfristiges Lebensstil, den ich durchziehe. Und das ist für mich ganz einfach ein Mensch sein in diesem Körper rein, als Elvis und Nigel in einem. Wie lange stehst du vor dem Spiegel am Morgen? Länger als deine Frau? Also, nein, meine Frau muss überhaupt nicht vor dem Spiegel. Sie muss nicht duschen und kommt raus und 5 Minuten sind ihre dünne blonde Haare alles trocken schon. Ich brauche schon eine Viertelstunde nach der Dusche, aber sonst jeden Tag brauche ich nicht einmal 5 Minuten. Aber nur nach der Dusche brauche ich eine Viertelstunde zum Stylen. Der Style bleibt dank gutem Haarspray. Aha, okay. Also es ist ein bisschen betoniert. Ist es Ja, geh mal an. Okay. Ja, ist gut. Also es hat natürlich. Das ist sehr gut. Sehr gut. Das ist ein guter Haarspray. Wenn man sich wie du in dieser, ich glaube, es ist ja gleich irgendwie eine Showszene, wo du dich bewegst, oder? Ja. Wenn man sich in dieser Showszene bewegt, ist ja das Alter halt gleich nicht ganz unwesentlich, oder? Der Elvis ist, glaube ich, mit 42 gestorben, Richtig. Also eigentlich mit in der Blüte des Lebens. Und wir werden alle älter. Ist das so Angst, die du hast, dass man plötzlich dich als Elvis, als alten Elvis vielleicht irgendwann mal, dass man sagt, nein, komm, jetzt ist es vorbei, den wollen wir nicht mehr sehen. Wir haben im Kopf den jungen Elvis, der 42 war. In Sachen 42 Jahre, das ist wichtig, dass ich das erkläre. Elvis, der ist berühmt worden 19, 20, 21, der Zeitpunkt. Was er alles zusammen erreicht hat, bis er 42 geworden ist, hat der meiste Männer, ich sagen, Menschen nicht erreicht, was er erreicht hat in dieser kurzen Zeitspanne. Ja. Ja. Der hat wie viel? 36, 39 Filme gemacht, tausende Recordings von Liedern, plus sein Familienleben, alles Mögliche in dieser kurzen Zeit. Ich weiss nicht, wie viele Menschen das alles so verpacken in so einer kurzen Zeitspanne. Und irgendwann einmal, wenn du sagst, irgendwann einmal ist es fertig, es wird bei mir nie fertig sein, weil das ist mein Leben vom Anfang an und das wird mich verfolgen, bis ich nicht mehr da bin. Und das ist aber eine glückliche Sache, weil, wie ich gesagt habe, das ist eine Gottes Aufgabe, die gute Nachrichten zu verbreiten. Und Elvis als Instrument. Das Aussehen, das Stimme und ja. Also ich kaufe dir das ab, du hast das Gefühl, ich habe das bekommen und ich muss etwas machen. Also ich kann nicht einfach jetzt, und das meine ich nicht despektierlich, ich kann nicht irgendwo auf den Bau und sagen, ich bin jetzt Bauarbeiter, ich habe das Aussehen bekommen, ich habe die Stimme bekommen, also ich muss. Das ist wirklich ein Auftrag, ich muss das machen. Jede Person, wenn er geboren wird, hat eine andere
Fingerprint. Auch du. Jede Person hat spezielle Talente, wo nur die Person so gut wie möglich als wie du können ausführen. Und jede Person eigentlich hat eine Aufgabe. Und man sollte eigentlich das erstens wahrnehmen und auch versuchen, eine bessere Welt zeigen, vorleben, leben, Fußstapfen hinterlassen. Schöne Welt wäre das am Schluss. Schöne Vorstellung. Ja, Nein, so. Du hast vorhin gesagt, wenn man zurückschaut, ich komme jetzt gleich noch mal mit dem Elvis Presley, wenn man zurückschaut auf Elvis Presley, 42 Jahre, was der alles in diesen 42 Jahren verpackt hat, oder? Wahnsinnig. Das ist eine Ausnahmeerscheinung, das kann man glaube ich schon sagen. Wenn wir jetzt auf deine 42 Jahre oder 2, 3 mehr, ich weiss es nicht genau, wenn man auf deine Jahre zurückschaut, was ist denn das, was dich am meisten stolz macht, wenn du jetzt so dein Leben lässt, Revue passieren? Ich denke, es ist sicher schön, die Elvis-Welt kennenzulernen und so mega neu. Das ist etwas, wo irgendwann einmal als Kind habe ich sicher mal wollen. Jetzt habe ich das alles erreicht in diesem Stil. Kenne ich wirklich jede Person in Elvis Presleys Geschichte. Von der ersten Person, die ihn berühmt gemacht hat, der DJ George Klein. Elvis Presleys Frau, Elvis Presleys Tochter, Elvis Presleys Musiker, der für mich auch gespielt hat in meiner Show. Und Elvis Presley Fans, manche, die Elvis Presley gern haben, seine Musik und mich engagieren, um das live wieder zu hören, weil er nicht mehr gibt. Das ist eine sehr schöne Aufgabe, das ist eine sehr schöne Sache, das ist ein schönes Privileg, kann man sagen. Und ich denke, dass man kann nur dankbar sein. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen indiskret in dein Schlafzimmer schauen. Am Abend, wenn das Licht ausgeht, wenn dein Haarspray weg ist, deine Brille ist abgelegt und du bist vielleicht ganz allein oder vielleicht mit deiner Frau, ich weiss es nicht. Was geht dir denn durch den Kopf? Eigentlich, nächsten Morgen sehe ich so aus, kannst morgen kommen und mein Haar nicht, tue ich gar nicht am Abend büschen. Für was? Weil nächsten Morgen bin ich froh, wenn ich nur noch ein bisschen büscheln und nochmal sprayen und es bleibt genau gleich. Das ist erstens. Und zweitens, Ende vom Tag, wenn ich ins Bett gehe, natürlich mit meiner Frau Monika. Ich tue den Tag schauen und dankbar sein für den schönen Tag. Jeder Tag ist eigentlich ein schöner Tag. Man darf dankbar sein für einen Tag nochmals erlebt zu haben. Und beten Gott, danke dem Gott sagen in einem Gebet für den schönen Tag und weiterhin morgen, dass wir wieder aufstehen dürfen. Ich weiss nicht, ob ich schon mal jemanden hatte in dieser Sendung, Eifach Moensch, der mehr Mensch war, als ich jetzt heute hier bei dir erleben durfte. Ich finde es ganz schön. Von mir? Nein, ich will gar nicht von dir. Mein Oldtimer sitzen und eine Fahrt machen. Nein, das will ich nicht. Aber ich meine, wenn mir jetzt das so anbieten, würde ich das natürlich schon gerne mal, bin ich ganz ehrlich. In unserer Sendung tun wir ja den Gästen, oder dort, wo wir zu Gast sein dürfen, wie heute bei dir, übergeben wir ja den Gästen oder eben unseren Eingeladenen übergeben wir das Herz. Und ich frage immer das Gleiche. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, Nigel, irgendetwas in das Herz hineinzuschreiben, das für immer soll bleiben soll, noch lang vielleicht nach deiner Zeit, was wäre dir wichtig? Was willst du in das Herz hineinbrennen, das für ewig und immer bleibt? Ja, das sind nur 2 Wörter. Unconditional Love. Bedingungslose Liebe. Von Herz. Und so gebe ich dir das Herz offen, bedingungslos. Und ich hoffe, es bekommt irgendwo in all diesen Elvis-Sachen einen Platz, wo du dich immer wieder an unser Gespräch zurückerinnerst. Eher einen Platz für das. Danke dir vielmals, Nigel. Es war für mich eine grosse Ehre, heute bei dir zu sein. Schön, dass du da bist, Lukas. Du bist ein super Typ auch. Ich glaube, eines Tages sollte ich dich mal interviewen. Das können wir vielleicht mal umkehren. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und ein super Team natürlich. Das braucht es natürlich auch immer. Das ist so. Alles Gute, gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo mal. Vielleicht sehe ich dich auch mal auf der Bühne. Das würde mich sehr freuen. Ach, sicher. Gibt es immer wieder. Schau mal meine Homepage an. elvis-presley.ch. Super, das ist ein guter Tipp. Danke vielmals. Gute Zeit und alles Gute.
Und das war es von Eifach Moensch, heute beim Nigel. Und ich kann sagen, das ist wirklich Eifach Moensch. Schön, dass wir hier sein dürfen. Und mich würde es freuen, wenn ihr auch nächsten Dienstag wieder mit dabei seid, wenn es wieder heisst Eifach Moensch. Bis dann, habt Sorge zueinander. Der Elvis der hat ja immer so etwas gesagt, wenn er das Haus verloren hat. Elvis has left the building. Let's go! Und wenn ich jetzt raus schaue auf den Parkplatz Nigel, die schönen Autos. Komm, wir machen noch eine Spritze. Let's go, baby. Super, Let's sehr go, gut. Right away. Wir sind doch auch nur aus Mann, Knochen und Fleisch. Das Herz wird schlägt, Seelen und Geist. Einfach nur Mensch.